alle Informationen über das Geldverdienen mit Pocket Option in einem Video. Schauen Sie an jetzt und fangen Sie an, echtes Geld verdienen. Sie sind auf Sophia Trade Kanal. Los geht's! Hallo liebe Freunde, wir setzen unsere Rubrik Handelsstrategien für Anfänger fort. In dieser Rubrik versuche ich so einfach wie möglich zu erklären, wie Handel funktioniert, wie man damit Geld verdienen kann, und natürlich stelle ich auch einfache, aber effektive Strategien für diejenigen zur Verfügung, die Sie gerade im Trading verlieren. Machen wir ganz schnell Kasse. Der Link zur Handelsplattform ist in der Beschreibung. Also klicken Sie einfach auf den Link, melden Sie sich an und lassen Sie uns einkassieren und ein wenig Geld auf unser Konto setzen. Also, ich kassiere normalerweise mit Kryptowährung, dafür werde ich jetzt etwas zaubern. Ich tippe $1000, gebe einen speziellen Promocode ein, den Sie direkt bei mir erfragen können. Der Link zu meinen sozialen Medien steht auch in der Beschreibung und wir klicken auf Weiter. Jetzt zahlen wir nur noch diese Anwendung und bekommen plus 50% auf unsere Einzahlung. Es sind erst 5 Minuten vergangen, das Geld ist schon da. Was machen wir als nächstes? Wir schalten die Adlergrafik auf Kerzen um, stellen den Zeitrahmen für M1 ein und hier ist auch M1. Heute werde ich riskant handeln, Sie sollten jedoch vorsichtiger und konservativer sein. Lassen Sie uns den ersten Handel mit unserer Strategie machen und ich erkläre Ihnen abschließend, was es damit auf sich hat. Für die Analyse mit der Strategie nehmen wir die letzten 10 bis 15 Kerzen in Betracht, zum Beispiel diesen Bereich. Wir sind nicht daran interessiert, was vorher passiert ist und was global auf dem Markt passiert. Uns interessiert, was der aktuelle Trend ist. Es ist wichtig, dass der Trend mit den letzten 10, 15 Kerzen klar und stark ist. Hier sehen wir, dass der Markt in letzter Zeit gestiegen ist, was bedeutet, dass wir auf steigende Kurse setzen werden. Allerdings nicht in einem zufälligen Moment, sondern nach einem bestimmten Kerzenmuster. Für Anfänger gibt es nichts Einfacheres, als mit dem Trend zu handeln. Aber wir werden die Strategie mit einem Kerzenmuster verbessern. Also, das Muster sieht sehr einfach aus. Es ist eine Doji-Kerze, die einen kleinen Körper und einen großen Schatten hat. Bei einem Aufwärtstrend ist der Schatten nach unten gerichtet, da die Kerzen auf diese Weise platziert werden. Und bei einem Abwärtstrend ist der Schatten nach oben gerichtet. Das ist ein schlechtes Beispiel. Die Kerze sollte etwa so aussehen. Also ein kleiner Körper und ein langer Schatten, wie so, der gegen den Trend gerichtet ist, in diesem Fall nach oben. Das war's, nichts Schwieriges. Das Geschäft wurde mit Gewinn abgeschlossen. Super, weiter geht's. So Freunde, ein weiteres Ziel steht an. Noch 15 Sekunden, bis sich die Kerze vollständig bildet. Wir stellen sicher, dass wir den Timer einschalten, damit wir sehen können, wie viele Sekunden noch übrig sind, bis sich die Kerzen bildet. Während der Kerzenkörper am Ende relativ klein ist, gehen wir auf steigende Kurse. Ja, wir eröffnen das Geschäft für steigende Kurse. Wie wir sehen, hat sich in letzter Zeit ein starker, klarer Aufwärtstrend auf dem Markt gebildet. Wir handeln so ganz sicher mit dem Trend. Es gab bereits schöne Signale für steigende Kurse. Hier ist eine Kerze, die ein bevorstehendes Wachstum anzeigt. Hier ist eine weitere gute Kerze, nach der man auch steigende Kurse setzen könnte. Und natürlich steigen wir jetzt auf steigende Kurse ein. Die Farbe der Doji-Kerze spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass der Schatten groß und abwärts gerichtet ist bei einem Aufwärtstrend. Bei einem Abwärtstrend muss der Schatten nach oben gerichtet sein. Das zweite Geschäft schließt gut ab und wir machen weiter.
Wir haben ein weiteres Geschäft gefunden. Leider kommen solche Kerzenmuster nicht sehr oft vor, aber sie funktionieren sehr gut. So, wir folgen einfach unserem Szenario. Wir suchen nach einem klaren Aufwärts- oder Abwärtstrend. Wir sind nicht an Situationen interessiert, in denen es keinen Trend auf dem Markt gibt und sich die Grafik innerhalb von 2 Kursniveaus bewegt. Wir stellen fest, dass der Trend rückläufig ist. Wir sehen unser schönes Muster, einen großen aufwärts gerichteten Schatten und einen kleinen Kerzenkörper. Also eröffnen wir einfach ein Geschäft mit dem Trend. Normalerweise setzt sich der Trend in 1 oder 2 Kerzen voll, selbst wenn ihr ein erstes Geschäft verliert. Geben Sie nicht auf, der Markt wird sich wahrscheinlich irgendwann in die gewünschte Richtung bewegen. Wir bekommen einen weiteren Gewinn, weiter geht's. Während der Grafik nicht so weit gefallen ist, eröffnen wir ein paar Deals zum Absenken. Lassen Sie mich erklären, was diese Kerze bedeutet. Hier ist das Muster, das uns dazu veranlasst hat, ein Geschäft zum Absenken zu eröffnen. Sehen Sie, es gibt einen Abwärtstrend auf dem Markt. Wenn sich die Kerze bildet, ist sie noch nicht fixiert. Wir stellen uns vor, dass der Markt versucht, den Abwärtstrend zu durchbrechen. So bildet sich eine steigende Kerze und wenn er dort oben bleibe und sich auf diese Weise fixieren würde, würden wir eine solche grüne Kerze sehen. Da jedoch ein Verkäufer auf den Markt kam und immer noch die Macht hat, den Abwärtstrend aufrecht zu erhalten, ist diese grüne Kerze gefallen und hat sich sehr klein gebildet, was eine solche Spur in Form eines aufsteigenden Schattens hinterlässt. Ich hoffe, ich habe es klar erklärt. Hier ist das Muster, das uns 2 erfolgreiche Geschäfte beschert hat. Heute haben wir mit dem Trend gehandelt. Es gab nichts Schwieriges. Trotzdem haben wir es geschafft, unsere ursprüngliche Einlage mehr als zu verdoppeln. Und jeder von Ihnen kann dieses Ergebnis wiederholen. Vergessen Sie nicht, dass ich auf meinem Telegram-Kanal kostenlose Trading-Sessions für Anfänger anbiete. Alle Links finden Sie in der Beschreibung. Also ich wünsche alle erfolgreichen Trading. Tschüss.